Hallo zusammen, mein heutiges Thema ist die Insolvenzverschleppung, ein strafbarer Akt für den Geschäftsführer. Aber seit 01.01.2021 gibt es das Stabilisierungs- und Restrukturierungsgesetz. Das kann Ihnen eine große Hilfe sein. Genaueres bespreche ich jetzt mit Jörg. Mein Name ist Thomas Breit, Steuerberater aus Hamburg. Ja, moin Thomas, schönen Dank für die Einladung, wie immer an dieser Stelle. Und Insolvenzverschleppung finde ich ein ganz spannendes Thema tatsächlich. Und für mich immer so die Frage, wann bin ich denn eigentlich offiziell insolvent? Also was genau ist da die Definition? Ja, es gibt zwei Sachen. Das ist die Überschuldung, also wenn dein Eigenkapital negativ ist oder wenn du zahlungsunfähig bist. So, aber zahlungsunfähig heißt ja nicht gleich zahlungsunfähig, ne? Kann ja sein, dass ich gerade nichts habe, aber trotzdem was bezahlen Genau, kann. du hast 3 Wochen, musst du dir angucken und die Frage ist, kannst du nicht mindestens 10% deiner fälligen Verbindlichkeiten in 3 Wochen bezahlen, dann bist du zahlungsunfähig. Okay, und was ist denn, wenn ich jetzt noch später eine große Zahlung erwarte, also wenn da noch was kommt? Das ist, Jörg, tatsächlich dein Pech. Also du bist dann, kannst du, ich sag mal, in 3 Wochen nicht mindestens 10% deiner fälligen Verbindlichkeiten bedienen, weil du rechnest mit einer großen Zahlung, die danach erst kommt, musst du rein theoretisch einen Insolvenzantrag stellen. Okay. Es gibt seit 01.01.2021 das STARUG, das ist das Stabilisierungs- und Restrukturierungsgesetz. Das ist die Alternative. Du stellst dann einen Antrag bei Gericht nicht auf Insolvenz, sondern auf Stabilisierung und Restrukturierung. Und damit umgehst du auch irgendeine Insolvenzverschleppung. Und dann darfst du die gleichen Maßgaben machen wie ein Insolvenzverwalter. Du kannst also sagen, ja, ich erwarte in jetzt noch einer Woche eine große Zahlung. Ja. Und damit kann ich, und dann musst du so einen Plan vorlegen, so einen Sanierungsplan. Und wenn aus dem sich dann alles ergibt, okay, er wartet noch eine Woche, dann kommt das Geld, dann ist alles in Ordnung. Okay, was heißt denn das für mich als Geschäftsführer, wenn ich jetzt Geschäftsführer wäre? Ja. Und Insolvenzverschleppung steht im Raum, ist doch nicht ganz ungefährlich, ne? Genau, also wenn du innerhalb der Frist, in der du auch einen Insolvenzantrag hättest stellen müssen, das Stabilisierungs- und Restrukturierungsprogramm beantragst, machst du dich nicht mehr der Insolvenzverschleppung schuldig, weil das ist die Alternative. Okay. Und wenn du dann sagst, in einer Woche bekomme ich die Zahlung, also wie gesagt, du musst mit dem Sanierungsplan ja auch ans Gericht herantreten, ja. Und die Woche verstreicht, das Geld kommt, ist alles schick, kommt das Geld nicht, dann kann es sein, dass du natürlich nochmal nachverhandelst, bla bla bla. Dann kann es nachher doch sein, dass du Insolvenz beantragen musst, aber das wird dir dann nicht als verspäteten Insolvenzantrag angelastet, weil dir die Zeit aus dem STARUG wird dir angerechnet. Ah, okay, alles klar. Also der Sanierungsplan ist dann quasi bindend in Verbindung mit dem STARUG, dass der Geschäftsführer sagen kann, okay, ich habe mich dementsprechend verhalten, ich konnte jetzt irgendwie nichts dafür, also ich bin dann nicht mehr haftbar. Genau. Und den Sanierungsplan, den darf auch nicht der Geschäftsführer selber machen, also der muss von externer Stelle gemacht werden, von einem Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Rechtsanwalt, weil der muss bestimmte formelle Bedingungen erfüllen. Das ist das Einzige, wo du was extern rausgeben musst, aber den Antrag selber und danach, auch wenn nach dem Antrag kannst du weiter dein Unternehmen führen. Es gibt also keinen Insolvenzverwalter, der dein Geschäft übernimmt und dich verdrängt, sondern du bleibst also Herr der Reusen. Ja, okay. Wenn ich Geschäftsführer bin, jetzt bin ich aber Gesellschafter, so, was bedeutet das denn für mich? Gesellschafter haftet nicht für Tätigkeiten im Unternehmen, überhaupt nicht. Ne? Also das wäre ja so, du hättest eine Aktie an irgendeinem börsennotierten Unternehmen, die haben aber Mist gebaut, werden der Steuerhinterziehung beschuldigt oder gehen in die Insolvenz, weil ihnen eine große Forderung nicht eingegangen ist, dann müssten ja alle Aktionäre dafür gerade stehen. Das ist nicht der Fall. Nur natürlich, wenn du Aktionär oder Gesellschafter und Geschäftsführer bist, dann musst du dafür haften, aber nicht, weil du Gesellschafter bist, sondern weil du Geschäftsführer bist. Ja, also Thomas, ich sehe schon, Insolvenzverschleppung braucht kein Mensch und damit es gar nicht erst dazu kommt, ist es immer ganz gut, wenn man einen sehr guten Kontakt zu seinem Steuerberater hat, oder? Ja, wie Sie gehört haben, Insolvenz heißt eigentlich ja 2 Gründe, Überschuldung und Zahlungsunfähigkeit. Bei der Überschuldung kann ich Ihnen schon sagen, in den meisten Fällen kann man das abwiegeln durch eine Überschuldungsbilanz. Da können Sie sogar Ihren selbst geschaffenen Firmenwert als Vermögenswert ausweisen. Das bringt Ihr Eigenkapital in der Regel ins Positive, ist der Insolvenzgrund weg. Zahlungsunfähigkeit ist etwas anderes, aber da haben Sie jetzt 2 Möglichkeiten. Die Zerschlagung, natürlich, Insolvenzantrag, oder keine Zerschlagung und auch kein Insolvenzplanverfahren, wo Sie immer einen Insolvenzverwalter haben, sondern Sie machen das dann über STARUG, stellen den Antrag bei Gericht mit einem Sanierungsplan, bleiben selber Herr der Reusen und können dann Ihr Unternehmen sanieren und machen sich nicht der Insolvenzverschleppung schuldig. Wenn Ihnen das hier gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn Sie meinen Kanal abonnieren. Dann sehen wir uns wieder. Thanks for watching.